Stellt euch vor, ihr schlagt ein staubiges altes Märchenbuch auf, aber statt starrer Seiten erwacht die Welt vor euren Augen zum Leben. Genau dieses Gefühl fängt Moss The Forgotten Relic ein. Herzlich willkommen bei World of Damage. Hier ist euer Hatti und heute habe ich ein echtes Highlight im Gepäck. Wir testen ja immer mal wieder Demos für euch, aber diesmal ist es etwas ganz Besonderes. Das Entwicklerteam von Polyarc und Blackbird Interactive bringt das Spiel am 16. Juli 2026 auf Steam raus. Und ich sage euch vorab, wenn ihr auch was übrig habt für atmosphärische Abenteuer, solltet ihr jetzt definitiv dranbleiben. In Sicherheit war. Du hast mein Schwert. Du errätst niemals, wo es war. Mir war nicht bewusst, wie groß Suffolk in Wirklichkeit ist. Psst, nicht so laut, Quill. Wir sind hier nicht sicher. Er könnte überall sein. Das Glasrelikt des Königs ist unter dem Thron versteckt. Wir müssen schnell und leise vorgehen. Ist dein Laser noch an deiner Seite? Ja, Onkel. Er ist hier. Wir sind ein Zweigespann. Wir haben keine Angst vor den Geheimnisvollen. Verstehe, sagte er mit einem Hauch von Stolz. Jetzt halte die Ohren offen und dein Schwert bereit. Wir müssen zum Thron gelangen. Bevor wir tiefer eintauchen, kurz das Organisatorische. Ihr könnt das Ganze entspannt mit Maus und Tastatur oder dem Controller steuern. Das Spiel erkennt fast jeden Controller sofort, dank der Eingabe-API-Unterstützung von Steam. Das Spiel zieht einen ab der ersten Sekunde in seinen Bann, weil das Design einfach unglaublich liebevoll ist. Die Level wirken wie kleine, lebendige Dioramen. Jedes Biom, jede Pflanze, jeder Lichtstrahl wirkt perfekt platziert. Man möchte am liebsten einfach kurz stehen bleiben und die Kulisse genießen. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein riesiger Fan von atmosphärischen Welten bin. Und Moss liefert hier ab dem ersten Moment komplett ab. Aber das Beeindruckendste ist nicht die Grafik, es ist die Heldin. Das absolute Herzstück ist diese winzige Maus hier, Quill. Und jetzt kommt der Clou. Die Dynamik zwischen euch beiden. Ihr steuert nicht nur eine Figur in einem Spiel. Nein, ihr seid gleichzeitig eine eigene Figur in dieser Geschichte, der sogenannte Leser. Zusätzlich kann man immer mal wieder sehen, dass unsere Heldin und auch ihr Onkel hier Gebärdensprache verwenden, was das Ganze noch schöner und lebendiger macht. Quill weiß, dass ihr da seid. Wenn sie verletzt ist, könnt ihr sie direkt heilen, indem ihr sie quasi berührt. In diesem Moment merkt man erst, wie viel Herzblut in den Animationen steckt. Man baut unheimlich schnell eine emotionale Bindung auf. Man will sie nicht nur steuern, man will sie beschützen. Die Demo bietet rund 30 Minuten Spielzeit aus der Mitte vom Buch 2. Und keine Sorge, ihr braucht absolut keine Vorkenntnisse aus den alten Teilen. Neuensteiger werden hier perfekt an die Hand genommen. Das Gameplay teilt sich in zwei Bereiche, Rätseln und Kämpfen. Die Rätsel sind total harmonisch in die Welt integriert. Logisch, entspannt und nie frustrierend. Aber es bleibt nicht nur so friedlich. Wenn die ersten gepanzerten Käfer auftauchen, zeigt sich, wie genial das Teamwork funktioniert. Während ihr mit Quill ausweicht und angreift, greift ihr als Leser parallel ins Geschehen ein. Ihr haltet Gegner fest oder manipuliert die Umgebung, um Quill den Weg frei zu machen. Das ist dynamisch und macht richtig viel Spaß. Und hier ein paar Eindrücke, die mir besonders gut gefallen haben. Mein Fazit? Ich bin wirklich begeistert. Moss The Forgotten Relic schafft es, eine emotionale Geschichte mit einem tollen Mittendrin-Gefühl zu verknüpfen. Es ist die perfekte, risikofreie Vorschau.
Wenn ihr Lust auf ein Abenteuer habt, das euch den Alltag vergessen lässt, setzt es auf eure Steam-Wunschliste. Am 16. Juli 2026 geht's auf Steam los. Den Link zur Demo findet ihr unten in der Beschreibung. Jetzt seid ihr dran. Wie gefällt euch dieser Diorama-Look? Habt ihr die Vorgänger vielleicht schon gespielt? Schreibt es uns unbedingt in die Kommentare. Wenn euch dieser Test gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Das hilft dem Kanal riesig. Und falls ihr weitere Demo-Vorschläge habt, immer her damit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf World of Damage. Macht's gut und ciao.